Kolumbien prägt auch die ganze südamerikanische Musikindustrie sehr stark. Und es wird überall Musik gespielt. Die Musik ist einfach hier extrem Teil der Kultur. Und genau das zeigen wir dir in diesem Beitrag. Wir berichten aus Bars, Discos und Konzerten und stellen dir die wichtigsten Musikstile und deren Interpreten mit Playlists vor. Überall läuft Musik. Hola, ¿cómo está? Es ist erstaunlich, wie viele Leute hier alle Texte dieser Songs, sei es Vallenato, Salsa, auch Reggaeton, die können es alle auswendig. Und sie singen es auch überall. Das ist eigentlich schön. Es wird auch viel getanzt. Ja, getanzt wird zum Beispiel hier, das ist eine der bekanntesten Reggaeton-Discos hier in Medellin. Ja, und Medellin gilt unterdessen als Hauptstadt des Reggaetons. Heute kommen, glaube ich, noch die meisten bekannten Interpreten aus Puerto Rico. Ja, ich kenne mich da so mäßig aus, also ganz ehrlich gesagt, es war das einzige Mal, dass ich in einer Reggaeton-Disco war. Und hier war ich dann gleich auch noch an einem Konzert von zwei der bekanntesten Vertreter. Vielleicht noch schnell zu den Texten, die sind doch insgesamt ziemlich vulgär. Straßenleben, über Frauen, über Drogen, also eigentlich ein bisschen wie Hip-Hop, aber meines Erachtens noch ein bisschen extremer. Die Links zu den Originalsongs aus den Playlists, die findet ihr in der Videobeschreibung. Die Playlist, die wir hier zeigen, die hat dann auch eine jüngere lokale Person erstellt, die sich da sehr gut auskennt. So. Wir sind hier, diese Straße, die heißt San Juan. Das ist wahrscheinlich die schlimmste Straße überhaupt hier in Medellin. Kommt der Verkehr gerade, was hier ist. Keine Ahnung, wie viele Spuren diese Straße. Ja, hola, amigo. Und wir gehen jetzt noch ein Bier trinken. Keine Ahnung. Das ist die Ausgangsmeile, eine von vielen in Medellin. Die 70. La 60. Bevor wir hier an der 70. Straße weitergehen und einen weiteren Musikstil erkunden, zeigen wir euch noch zwei weitere sehr bekannte Ausgangsviertel. Das ist zum einen hier, die 45. in Manrique. Da war ich an einer Geburtstagsparty eingeladen. Ja, und dann vor allem hier, das ist das vielleicht bekannteste Quartier für Touristen und Ausländer. Provenza, da gibt es sehr viele Restaurants, Diskotheken. Ja, und gerade für Reggaeton ist das wahrscheinlich die beste Adresse in der Stadt. Ja, Tom, wieder mal im Ausklang seit Jahren, so prominent wie hier. Aber es macht doch Spaß und in Kolumbien gehen auch Leute noch mit über 50 auch mal raus. Das ist das Schöne hier. Absolut. Schauen wir weiter. Komm mal. Ja, wenn man über die kolumbianische Musik spricht, dann darf man ganz sicher den Vallenato nicht vergessen. Das ist so ein bisschen volkstümliche Musik. Das ist der bekannteste Club hier in Medellin. Wobei Medellin ist nicht das Zentrum des Vallenato, das ist doch das Valledupar, nahe an der karibischen Küste. Und wie gesagt, sehr volkstümlich, ein bisschen einfach auch und sehr emotional halt. Ich habe hier gewohnt und konnte diese Bar eigentlich jeden Nachbar hören. La vida, mi reina, la vida, aquella que sin ti no Vallenato! Ja, also überall sind diese Screens mit den Texten, aber die meisten können sowieso auswendig. Texte stehen so. Gehen wir mal schnell kurz durch das Lokal, dann kann ich das kurz zeigen. Aber wie gesagt, heute ist Donnerstag, es ist ruhig. Und da oben sind die Screens mit den Texten. Diese Musik kommt von der Küste, wie heißt das? Cumbia. Cumbia, das habe ich viel in Santa Marta gehört. Ich kenne mich da nicht so aus, aber komm. Nein, ich bin einfach nicht der absolute Experte, wirklich nicht. Gerade nicht die Cumbia. Doch. Du hast doch jahrelang Platten verkauft in deiner Studienzeit. Mal schauen gehen, was ist da wirklich Cumbia. Eso es el Pato López. Eso es el Real, no. Ante no, mira, gracias.
Muy amable. Es el Pastor López. El Pastor López. Y eso es cumbia real. Antes, ¿qué tipo de música era? ¿Cómo se dice eso? Tropical. Tropical. Él explica ayer. Ah, bueno, vamos a ver. Wo ist der DJ gefragt, hätte ich gesagt. Es así tropical. Tropical se llama. Es de la costa. Ja, und hier erklärt mir der DJ, dass das zuvor nicht Cumbia im engeren Sinne war, sondern das heißt Tropical und das sei vor allem aus dieser Provinz, aus Antioquia. Eine Tranchera gespielt. Del pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar. Ja, und was wir jetzt hier hören, das ist Ranchera. Das ist hauptsächlich aus Mexiko, aber es gibt es genauso in Kolumbien. Es ist eigentlich das Gegenteil vom Cumbia. Da ist der Hauptteil oder der Ursprung ist in Kolumbien und es wird aber auch oft in Mexiko gespielt. Ja, und das Ganze ist Teil der Mariachi-Kultur. Diesen Begriff kennt man vielleicht besser. Amor eterno. Übrigens findet ihr die Playlists auch auf unserem Kanal. Dafür müsst ihr diesen einfach abonnieren. Falls ihr anderer Meinung seid und andere Favoriten habt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Nun aber noch zum Salsa. Da gehen wir nach Santa Marta. Da habe ich 2 Interpreten kennengelernt. Zuerst sehen wir sie im Fernsehen bzw. auf den Screens und dann lernen wir sie auch noch. Wir haben in der Band von Joey Arroyo gespielt. Und das ist der vielleicht in Kolumbien bekannteste Salsa-Star, den es gab. Kolumbien gilt auch als sehr bedeutender Standort oder Land, besonders Cali mit der Feria, die jährlich stattfindet, also ein Festival. Y el artista. Ja, und es gab ein wenig Konfusion, wo ich herkomme, sei das nun Deutschland, Schweiz oder Österreich. Wir sehen es gleich. Österreich? No. Ah, Schweiz. Clap to me, you. Beer. Full beer. ¿Qué más? Your football. ¿Cuál fútbol? ¿Cuál fútbol? Señor, yes. ¿Cuál equipo? Bayern de Múnich. Y Borussia Dortmund. Sabor de Santa Marta, from Santa Marta, para el mundo, para el mundo. das ist schon das nächste. Das Merengue. Das kommt aus der Dominikanischen Republik. Das ist wirklich ein Qualitätsschritt. Ja, überall. Und natürlich gäbe es unzählige weitere Musikstile, die wir hier vorstellen könnten. Bachata, auch aus der Dom-Rap, oder auch Mambo, Son und so weiter. Hier noch einige weitere Impressionen. Die Musik ist wirklich überall. Auch das gibt es. Mientras no viva y el mundo siga girando, tú solo es tan difícil poder explicar. Und hier ein kurzer Spaziergang durch ein Quartier. Die Musik, die läuft vor jedem Haus, meistens mit einer Boxe vor dem Eingang. Wir kennen sich da offenbar sehr gut mit Musik aus. Ist das von dir, Roger? Ja, und last but not least sehen wir, dass auch Roger eine musikalische Ader hat. Dieses Lied stammt von einer Weltmeisterschaft Fußball und wurde beim Public Viewing ausgestrahlt vor Zehntausenden von Zuhörern. Und das Stück stammt von Roger. Wow!